Hallo und willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema. Es geht darum, wie man auf Deutsch über die Vergangenheit spricht. Viele Lernende haben davor Angst. Viele können sich vorstellen oder im Restaurant bestellen. Aber sobald jemand fragt, was hast du gestern gemacht, wird es schwierig. Und genau deshalb machen wir heute diesen Podcast. Wir zeigen euch, dass es eigentlich ganz einfach ist, über die Vergangenheit auf Deutsch zu sprechen. Aber wir möchten dir gleich am Anfang etwas Wichtiges sagen. Du brauchst keine perfekte Grammatik. Genau. Du brauchst keine langen oder komplizierten Sätze. Klare und einfache Sätze reichen völlig aus. Über die Vergangenheit zu sprechen gehört zu unserem Alltag. Wir machen das jeden Tag, oft ohne darüber nachzudenken. Zum Beispiel bei der Arbeit, mit Freunden oder mit der Familie. Stell dir vor, jemand fragt dich, wie war dein Wochenende? Oder was hast du gestern gemacht? Oder was hast du früher gemacht? Das sind ganz normale Fragen und sie kommen sehr oft. Und genau auf solche Fragen bereiten wir dich heute vor. Du musst jetzt nichts machen. Hör einfach entspannt zu. Mach es dir bequem und genieße dieses Gespräch. In diesem Podcast zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du ruhig und sicher über die Vergangenheit sprechen kannst. Egal ob mit Freunden, Kollegen oder bei der Arbeit. Wir erklären dir die Struktur von einfachen Sätzen. So weißt du immer, wie du anfangen kannst. Du lernst auch einfache Tipps und kleine Tricks, die dir helfen, schnell zu antworten. Zum Beispiel, wie du einen Satz klar aufbaust, auch wenn du nervös bist. Du wirst merken, dass es viel einfacher ist, als du denkst. Und du musst nicht perfekt sein. Wichtig ist, dass du dich sicher fühlst und verstehst, wie die Sätze funktionieren. Am Ende teile ich mit euch noch meinen Lieblingstrick. Das ist ein kleiner Trick, der mein Deutsch wirklich viel besser gemacht hat. Es ist nur eine kleine Sache, die man jeden Tag machen kann. Also bleib dran. Wir gehen das gemeinsam an. Wenn viele Menschen das Wort Vergangenheit hören, denken sie sofort an Grammatik, an Regeln, Tabellen und schwierige Formen. Ja, viele denken sofort, das ist zu schwer für mich. Genau, sie denken an Fehler, an Tests, an Schule, und dann kommt die Angst. Aber das ist eigentlich gar nicht nötig. Nein, im Alltag funktioniert Sprache ganz anders. Menschen denken nicht in Grammatik, sie denken in Bedeutung. Sie wollen wissen, was passiert ist. Genau, wenn jemand fragt, was hast du gestern gemacht? Dann möchte diese Person einfach eine Antwort hören. Keine perfekte Grammatik. Und dafür brauchst du keine langen Erklärungen. Viele Lernende blockieren sich selbst. Sie denken zu viel nach. Sie suchen im Kopf nach der richtigen Form. Und während sie nachdenken, sagen sie nichts. Genau. Aber hier ist die gute Nachricht. Du kannst über die Vergangenheit sprechen, ohne viel Grammatik zu kennen. Merke dir einfach einen wichtigen Satz. Um auf Deutsch über die Vergangenheit zu sprechen, musst du nur 2 Dinge können. Sag, wann etwas war und dann, was passiert ist. Genau. Ich wiederhole das noch einmal. Sag, wann etwas war und dann, was passiert ist. Aber was bedeutet das genau? Das bedeutet, dass du zuerst sogenannte Zeitindikatoren kennen solltest.
Zeitindikatoren sind Wörter, die zeigen, wann etwas passiert ist. Genau. Diese Wörter geben deinem Satz sofort eine Zeit. Dann weiß dein Gesprächspartner direkt, dass du über die Vergangenheit sprichst. Okay, dann fangen wir mit einem der wichtigsten Wörter an, wenn wir über die Vergangenheit sprechen. Das Wort ist gestern. Gestern ist einfach der Tag vor heute. Dieses Wort benutzt man sehr oft im Alltag. Zum Beispiel heute. Heute ist Mittwoch. Dann war gestern Dienstag und der Tag davor heißt vorgestern. Das ist dann Montag. So kann man sich das gut merken. Genau. Das finde ich sehr hilfreich. Ich denke dabei immer an meinen eigenen Alltag. Heute bin ich hier, gestern war ich bei der Arbeit und vorgestern war ich vielleicht zu Hause. Diese Wörter helfen mir, meine Gedanken zu ordnen. Ich weiß dann sofort, wann etwas passiert ist. Ja, und das ist genau der Punkt. Wenn jemand dich fragt, was hast du gestern gemacht? Dann musst du nicht lange überlegen. Du kannst einfach mit gestern anfangen. Zum Beispiel, gestern war ich zu Hause. Oder, gestern habe ich gearbeitet. Das sind ganz normale Sätze. Jetzt schauen wir uns Zeitindikatoren an, die etwas weiter zurückliegen. Ein sehr wichtiges Wort ist letzte Woche. Ja, das benutze ich sehr oft. Vor allem im Alltag oder bei der Arbeit. Eine Woche besteht aus 7 Tagen. Von Montag bis Sonntag. Wenn wir letzte Woche sagen, meinen wir die Woche vor dieser Woche. Man muss dabei nicht genau wissen, welcher Tag das war. Das Wort reicht. Genau. Du kannst zum Beispiel sagen, letzte Woche war ich sehr beschäftigt. Oder letzte Woche hatte ich viel zu tun. Jetzt sprechen wir über das Wochenende. Das Wochenende besteht aus 2 Tagen, Samstag und Sonntag. Wenn wir letztes Wochenende sagen, meinen wir das Wochenende vor diesem Wochenende. Viele Gespräche beginnen genau so. Jemand fragt, wie war dein Wochenende? Dann kannst du antworten, letztes Wochenende war ich bei Freunden. Oder letztes Wochenende habe ich mich ausgeruht. Und wenn etwas noch weiter zurückliegt, kannst du vorletztes Wochenende sagen. Vorletztes Wochenende ist das Wochenende vor dem letzten Wochenende. Genau. Zum Beispiel, vorletztes Wochenende war ich bei meiner Familie. Oder vorletztes Wochenende war ich viel unterwegs. Das Gleiche gibt es auch für Wochen. Ja, man kann sagen vorletzte Woche. Das bedeutet die Woche vor der letzten Woche. Zum Beispiel, vorletzte Woche war ich krank. Oder vorletzte Woche hatte ich Urlaub. Diese Wörter helfen sehr, wenn man etwas genauer sein möchte. Jetzt sprechen wir über Zeitangabe mit Jahren. Das benutzt man, wenn etwas schon etwas länger her ist. Ja, das kommt sehr oft vor. Zum Beispiel bei Gesprächen über Arbeit oder Umzug. Ein sehr wichtiges Wort ist letztes Jahr. Letztes Jahr bedeutet das Jahr vor diesem Jahr. Zum Beispiel, letztes Jahr habe ich viel gearbeitet. Oder letztes Jahr bin ich nach Deutschland gekommen. Zum Beispiel kann man sagen, letztes Jahr habe ich viel gearbeitet. Oder letztes Jahr bin ich nach Deutschland gekommen. Sarah, dann frage ich dich jetzt mal direkt. Was hast du letztes Jahr gemacht? Letztes Jahr war für mich ein sehr wichtiges Jahr. Ich bin nach Deutschland gekommen und alles war neu für mich. Am Anfang war ich oft unsicher und auch ein bisschen nervös. Ich habe viel gelernt. Ich habe Deutsch gelernt,
neue Menschen kennengelernt und mich an den Alltag hier gewöhnt. Das war nicht immer leicht, aber sehr spannend. Das klingt nach einer großen Veränderung. Was war am Anfang am schwierigsten? Am schwierigsten war die Sprache. Ich habe viel verstanden, aber sprechen war schwer. Ich hatte oft Angst, Fehler zu machen. Und was hat dir dabei geholfen? Kleine Schritte. Ich habe jeden Tag ein bisschen Deutsch benutzt. Beim Einkaufen, bei der Arbeit und auch zu Hause. Ich habe mir gesagt, es ist okay, nicht perfekt zu sein. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Du benutzt einfache Zeitwörter und erzählst trotzdem viel. Ja, und genau so fühlt sich Sprache im Alltag an. Ein weiteres wichtiges Wort ist vor einem Jahr. Das bedeutet ungefähr vor 12 Monaten. Das ist ähnlich wie letztes Jahr, aber ein bisschen persönlicher. Genau. Zum Beispiel, vor einem Jahr hatte ich einen neuen Job. Oder vor einem Jahr war alles neu für mich. Jetzt gehen wir noch weiter zurück. Zum Beispiel vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren. Das benutzt man, wenn etwas schon lange her ist. Zum Beispiel, vor 10 Jahren habe ich in einer anderen Stadt gelebt. Oder vor 5 Jahren habe ich meinen Beruf gewechselt. Diese Zeitangaben sind sehr hilfreich, wenn man über sein Leben spricht. Vor allem bei neuen Gesprächen. Ja, man erzählt ein bisschen von sich. Und man muss nicht genau sein. Genau. Es geht nicht um Mathematik. Es geht darum, zu zeigen, dass etwas länger zurückliegt. Man kann auch sagen, vor vielen Jahren. Das benutze ich sehr oft. Zum Beispiel, vor vielen Jahren war ich sehr schüchtern. Oder vor vielen Jahren habe ich etwas ganz anderes gemacht. Diese Form ist sehr entspannt. Man setzt sich nicht unter Druck. Genau. Wichtig ist nur, du sagst zuerst die Zeit. Dann sagst du, was passiert ist. Zum Beispiel, vor 2 Jahren habe ich viel gelernt. Oder letztes Jahr war ich oft müde. Das sind einfache, ehrliche Sätze. Und sie sind perfekt für den Alltag. Jetzt haben wir über Jahre gesprochen. Über letztes Jahr und über Dinge, die lange her sind. Und das bringt uns zu einer ganz besonderen Zeit. Meinst du die Kindheit? Genau. Die Zeit, als man noch ein Kind war. Als man klein war. Das ist für viele ein emotionales Thema. Ja. Und man spricht darüber sehr oft. Zum Beispiel mit Freunden oder wenn man sich besser kennenlernen möchte. Dann frage ich dich jetzt mal direkt, Markus, wie war deine Kindheit? Meine Kindheit war ruhig. Ich bin in einer kleinen Stadt aufgewachsen. Aufgewachsen heißt, dort groß geworden zu sein. Genau. Als ich klein war, habe ich viel draußen gespielt. Ich war oft mit Freunden unterwegs. Das klingt nach viel Freiheit. Ja. Damals hatten wir weniger Termine. Damals bedeutet zu dieser Zeit. Früher. Und was hast du als Kind gern gemacht? Als Kind habe ich gern Fußball gespielt. Ich war fast jeden Tag draußen. Das hört man oft, wenn Menschen über ihre Kindheit sprechen. Ja. Viele sagen, als ich klein war, habe ich viel gespielt. Oder als Kind war ich sehr aktiv. Aktiv bedeutet, viel Bewegung zu haben. Genau. Ich war auch oft bei meiner Familie. Familie war damals sehr wichtig für mich. Damals ist hier wieder ein gutes Wort. Ja. Damals benutzt man, wenn man über eine bestimmte Zeit in der Vergangenheit spricht. Und wenn man etwas vergleichen möchte, Genau. Man kann sagen,
damals war alles einfacher. Oder damals hatte ich weniger Stress. Das ist sehr typisch. Ein weiteres wichtiges Wort ist die Kindheit. Die Kindheit ist die Zeit, in der man ein Kind ist. Also, bevor man erwachsen wird. Genau. Man kann sagen, meine Kindheit war schön oder meine Kindheit war nicht immer leicht. Auch das hört man oft. Jetzt haben wir viele Zeitindikatoren kennengelernt. Wörter wie gestern, letzte Woche, früher oder damals. Und genau diese Wörter helfen uns bei den nächsten Schritten. Denn jetzt geht es um typische Fragen, die Menschen im Alltag stellen. Genau. Fragen, die sehr oft kommen. Bei der Arbeit, mit Freunden oder wenn man neue Leute kennenlernt. Und viele Lernende haben genau vor diesen Fragen Angst. Ja. Aber mit den Zeitwörtern, die wir gelernt haben, werden diese Fragen viel einfacher. Eine sehr typische Frage ist: Was hast du früher gemacht? Diese Frage hört man oft, wenn man über Arbeit oder Leben spricht. Genau. Und hier kannst du ganz ruhig antworten. Du brauchst keine lange Geschichte. Ein kurzer Satz reicht. Zum Beispiel: Früher habe ich als Verkäufer gearbeitet. Oder früher habe ich studiert. Oder ganz einfach: Früher habe ich in meinem Land gearbeitet. Das sind klare Antworten. Genau. Zeitwort zuerst. Dann sagen, was passiert ist. Eine weitere sehr typische Frage ist: Wie war dein Leben vorher? Das klingt vielleicht schwierig, aber die Antwort kann sehr einfach sein. Zum Beispiel: Mein Leben war früher ruhiger. Oder mein Leben war vorher ganz anders. Oder: Vorher hatte ich weniger Stress. Diese Antworten sind sehr persönlich, aber nicht kompliziert. Genau. Man kann auch etwas vergleichen. Zum Beispiel früher und heute. Ja. Du kannst sagen: Früher war mein Leben einfacher. Heute ist es stressiger. Das ist eine sehr typische Art zu sprechen. Eine weitere Frage ist: Was hast du vor deiner Arbeit hier gemacht? Diese Frage kommt oft im Job oder bei neuen Kollegen. Genau. Auch hier hilft die gleiche Struktur. Zum Beispiel: Vorher habe ich in einer anderen Firma gearbeitet. Oder vorher habe ich etwas ganz anderes gemacht. Jetzt haben wir über typische Fragen und kurze Antworten gesprochen. Oft geht es dabei um einzelne Ereignisse. Aber sehr häufig sprechen wir auch über Routine. Also über Dinge, die man regelmäßig gemacht hat. Genau. Routine bedeutet Dinge, die jeden Tag oder oft gleich waren. Zum Beispiel der Morgen. Viele Menschen erzählen gern, wie ihr Tag früher angefangen hat. Ja, das kenne ich. Man sagt dann zum Beispiel, früher bin ich früh aufgestanden. Genau. Oder früher habe ich morgens immer Kaffee getrunken. Wenn wir über Routine in der Vergangenheit sprechen, benutzen wir oft einfache Verben. Verben wie aufstehen, anziehen oder frühstücken. Genau. Zum Beispiel: Ich habe mich angezogen. Oder ich habe gefrühstückt. Das sind sehr alltägliche Sätze. Ja. Und genau deshalb sind sie wichtig. Sie helfen dir, ruhig über deinen Alltag von früher zu sprechen. Ich gebe dir ein Beispiel aus meinem Leben. Früher bin ich morgens um 7 aufgestanden. Dann habe ich mich angezogen und gefrühstückt. Das klingt sehr klar. Ja.
Und es ist nicht kompliziert. Es sind kurze Sätze, einer nach dem anderen. Man muss nicht alles in einen Satz packen. Genau. Lieber mehrere kurze Sätze als ein langer. Nach dem Frühstück bin ich zur Arbeit gegangen. Oder danach bin ich zur Schule gegangen. Danach ist auch ein gutes Wort. Ja. Danach zeigt die Reihenfolge. Erst das eine, dann das andere. Das hilft beim Erzählen. Genau. Wenn du über Routine sprichst, kannst du Wörter wie immer oder oft benutzen. Zum Beispiel, früher habe ich immer um 8 Uhr gearbeitet. Oder ich bin oft zu Fuß zur Arbeit gegangen. Das macht klar, dass es Routine war. Jetzt, wo wir über Routine gesprochen haben, denkt man oft automatisch an früher und heute. Ja, das passiert ganz von selbst. Man vergleicht. Wenn ich an meine Kindheit denke, sage ich oft, früher war mein Leben sehr ruhig. Inwiefern ruhig? Ich hatte wenig Termine. Ich bin morgens aufgestanden und habe einfach gespielt. Viel draußen, viel Bewegung. Das kenne ich gut. Früher hatte ich auch kaum Sorgen. Das kenne ich gut. Früher hatte ich auch kaum Sorgen. Und dann kam die Schule. Als ich klein war, bin ich jeden Morgen zur Schule gegangen. Als Kind hatte ich auch einen festen Schulalltag. Genau. In meiner Kindheit war die Schule ein großer Teil meines Lebens. Das Wort Kindheit benutzen viele, wenn sie über diese Zeit sprechen. Ja. Kindheit bedeutet die Zeit, als man noch ein Kind war. In der Schule habe ich viele Freunde kennengelernt. Ich auch. Früher habe ich viel Zeit mit Klassenkameraden verbracht. Klassenkameraden sind die Leute aus der gleichen Klasse. Genau. Nach der Schule haben wir oft zusammen gespielt. Bei mir war das ähnlich. Als ich klein war, habe ich nachmittags Hausaufgaben gemacht. Hausaufgaben gehören für viele zur Schulzeit. Ja. Danach hatte ich Freizeit. Freizeit ist die Zeit ohne Schule. In meiner Schulzeit mochte ich besonders den Sportunterricht. Bei mir war es der Musikunterricht. Wenn man darüber spricht, benutzt man oft Zeitwörter. Zum Beispiel früher, als ich klein war oder in meiner Schulzeit. Diese Wörter zeigen sofort, dass wir über die Vergangenheit sprechen. Genau. Man kann sagen, in meiner Schulzeit war ich oft müde. Oder als Kind war ich sehr neugierig. Neugierig bedeutet, viel wissen zu wollen. Das passt gut zur Schule. Damals war vieles einfacher. Ich musste mich um fast nichts kümmern. Heute ist das anders. Ja, heute ist mein Alltag voller Aufgaben. Arbeit, Termine, Planung. Man denkt viel mehr nach. Genau. Früher habe ich einfach in den Tag gelebt. Heute ist alles strukturierter. Früher war mein Leben auch deshalb ruhig, weil ich wenig Verantwortung hatte. Ja, das ist ein großer Unterschied. Als Kind musste ich keine Entscheidungen treffen. Ich wusste, was passiert. Schule, Mittagessen, Hausaufgaben, Spielen. Das war der normale Ablauf. Genau. Der Alltag war klar. Und das hat Sicherheit gegeben. Ich erinnere mich auch daran. Früher wusste ich immer, was als nächstes kommt. Morgens aufstehen, dann Schule, danach Zeit mit Freunden. Und abends nach Hause. Ja. Diese Routine war einfach. Und sie war gleich. Bevor wir zum nächsten Punkt kommen, der für mich persönlich der wichtigste ist, möchten wir euch kurz einbeziehen. Uns interessiert wirklich, wie es euch geht und was ihr aus diesem Podcast mitnehmt. Nehmt euch einen Moment Zeit und denkt kurz über euch selbst nach.
Denkt einmal an eure eigene Kindheit. Wie war eure Kindheit? War sie ruhig oder eher lebendig? Hattet ihr viele Freunde? Oder wart ihr gern allein? Ihr müsst keine lange Geschichte schreiben. 1 oder 2 Sätze reichen völlig aus. Zum Beispiel, unsere Kindheit war schön oder meine Kindheit war ruhig. Oder als ich klein war, habe ich viel draußen gespielt. Schreibt einen Satz über eure Kindheit in die Kommentare. Das ist eine gute Übung, um über die Vergangenheit zu sprechen. Und auch eine gute Übung, um über euch selbst nachzudenken. Es gibt kein richtig oder falsch. Jeder erlebt seine Kindheit anders. Wichtig ist nur, dass ihr schreibt oder sprecht. So werdet ihr sicherer. Und genau darum geht es hier. Jetzt möchten wir euch einen Tipp geben, der für mich wirklich alles verändert hat. Ein Tipp, der einfach klingt, aber extrem viel bringt. Ich habe irgendwann angefangen, ein Tagebuch auf Deutsch zu schreiben. Am Anfang war ich unsicher. Ich dachte, ich brauche besondere Themen oder gute Grammatik. Aber das stimmt nicht. Ich habe keine langen Texte geschrieben. Ich habe einfach meinen Alltag beschrieben. Ganz normale Dinge. Zum Beispiel habe ich geschrieben: Heute bin ich früh aufgestanden. Ich habe gearbeitet. Abends war ich müde. Mehr nicht. 3 kurze Sätze. Und genau das war der Schlüssel. Das finde ich sehr gut. Viele denken bei Tagebuch sofort an lange Texte und viele Gefühle. Ja, genau. Aber mein Tagebuch war kein Roman. Es war eher wie ein Spiegel vom Alltag. Aufstehen, Arbeit, Essen, Schlafen. Dinge, die jeden Tag passieren. Und ich habe gemerkt, genau darüber sprechen wir auch im echten Leben. Wenn jemand fragt: Was hast du gestern gemacht? Dann erzähle ich genau das, was ich vorher schon geschrieben habe. Das heißt, dein Kopf kennt die Sätze schon. Genau. Schreiben hilft dem Kopf. Die Sätze sind schon da, und wenn man dann sprechen soll, ist es viel leichter. Ich habe das später auch ausprobiert. Ich habe abends kurz aufgeschrieben, wie mein Tag war. Zum Beispiel: Heute war ich bei der Arbeit. Ich hatte viel zu tun. Ich war abends müde. Das hat nur 2 Minuten gedauert. Ja. Und das ist wichtig. Es soll kein Stress sein. Niemand kontrolliert das. Niemand liest mit. Man übt dabei ganz automatisch die Vergangenheit. Wörter wie heute, gestern oder am Abend kommen von selbst. Und auch Gefühle. Genau. Ich habe oft geschrieben: Ich war froh oder ich war gestresst oder ich war ruhig. Das hilft sehr, weil man lernt, über sich selbst zu sprechen. Und das ist am Ende alles, was man braucht. Wenn ihr euren Alltag beschreiben könnt, könnt ihr auch über eure Vergangenheit sprechen. Egal ob bei der Arbeit, mit Freunden oder im Smalltalk. Deshalb sagen wir ganz klar, Tagebuchschreiben auf Deutsch ist ein Gamechanger. Nicht kompliziert, nicht perfekt. Bevor wir uns verabschieden, möchten wir einfach noch kurz Danke sagen. Ja, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und bis hierher zugehört habt. Wir wissen, Deutsch lernen ist nicht immer leicht. Und über die Vergangenheit zu sprechen, kann sich am Anfang komisch anfühlen. Deshalb hoffen wir, dass ihr euch heute ein bisschen sicherer fühlt. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass ihr schon viel mehr könnt, als ihr dachtet. Ihr habt gehört, dass euer Alltag reicht. Dass eure Geschichten wichtig sind.
und dass ihr keine perfekten Sätze braucht, um verstanden zu werden. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr über ein Like Das hilft uns, den Podcast weiterzumachen. und schreibt uns gern in die Kommentare. Zum Beispiel: Was war neu für euch heute? Oder was möchtet ihr als nächstes lernen? Vielleicht möchtet ihr über Zukunft sprechen Oder über Gefühle. oder über typische Gespräche im Alltag. Wir lesen eure Kommentare wirklich. Und viele unserer Folgen entstehen genau aus euren Ideen. Wenn ihr mögt, teilt den Podcast auch mit anderen. Vielleicht mit Freunden, die auch Deutsch lernen. Gemeinsam lernt es sich oft leichter. Und vergesst nicht den kleinen Tipp von heute. 3 Sätze am Tag reichen. Im Tagebuch oder einfach im Kopf. Heute, morgen, Schritt für Schritt. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünschen wir euch viel Ruhe beim Lernen. Und viel Mut beim Sprechen. Bis bald. Tschüss und danke euch.